Faszination Wintersport. Skifahren lockt Jahr für Jahr unzählige Sportbegeisterte in die Berge. Voraussetzung? Die richtige Ausrüstung. Es gibt unzählige Skimodelle auf dem Markt. Der Deutsche Skiverband ist weltweit eine der wenigen Organisationen, die ein wenig Licht in den Skimodelldschungel bringt. Jedes Jahr testet der DSV die neuesten Skimodelle für die kommende Saison. In mehreren unterschiedlichen Kategorien, vom Genussski bis zum Racer, werden ca. 100 Paar Ski getestet. DSV-Sicherheitsexperte Andreas König hat diesen Test entwickelt. Jahr für Jahr stellt er sicher, dass die Durchführung des Tests allen Anforderungen genügt. Der Ablauf des DSV-Skitests richtet sich nach der international gültigen Norm für Fahrtests für Alpinski. Das heißt, wir haben eine produktneutrale Testmannschaft, die in keinem Verhältnis zur Skiindustrie steht. Wir haben einen Testhang, wir haben verschiedene Aufgabenstellungen an diesem Testhang, die wir dann bei jeder Abfahrt miteinander vergleichen, um somit ein Gefühl, ein Gespür für den Ski zu bekommen. Rückblick. Auf der internationalen Fachmesse für Sportartikel und Sportmode der ISPO in München treffen sich Andreas König und Florian Schmidt mit allen namhaften Herstellern. Florian Schmidt ist Chefredakteur des DSV Aktiv Ski- und Sportmagazins. Unter anderem dort werden die Ergebnisse des Skitests veröffentlicht. Hier auf der Messe wird festgelegt, welcher Ski in welcher Kategorie ins Rennen geschickt wird. Das nämlich entscheiden die Hersteller selbst. Bei Andreas König und Florian Schmidt können sich die Hersteller in dieser wichtigen Phase genau informieren, wie der Test abläuft und was es zu beachten gibt. Dieser direkte Kontakt, der einen reibungslosen und fairen Skitest erst ermöglicht, kommt bei den Herstellern gut an. Ja, Produkt- und Skitests sind bei uns ganz wichtig. Ja, wir sind schon seit mehreren Jahren immer dabei. Der DSV-Test ist sehr strukturiert, sehr klar gegliedert. Wir als Hersteller wissen ganz klar, was da läuft. Ein Monat später. Beim Deutschen Skiverband kommen nach und nach die Versuchsobjekte von den Herstellern an. Damit die Tester nicht vom Design oder der Marke beeinflusst werden, klebt das Team jeden der ca. 100 Paar Ski einzeln mit Klebeband ab. Nach 3 Tagen Arbeit und etwa 1 Kilometer Klebeband bekommen die Ski noch einen neutralen Code. Dann werden sie verladen. 250 Kilometer Fahrt liegen vor dem Team des DSV-Skitests. Ziel ist das Skigebiet Obergurgel-Hochgurgel im Ötztal. Hier findet der Skitest statt. In dem hochgelegenen Skigebiet herrschen auch über einen längeren Zeitraum hinweg nahezu identische Schneeverhältnisse. Perfekte Bedingungen für den Skitest. Die Tester sind eingetroffen. 12 Frauen und Männer, unter ihnen ehemalige Profi-Rennläufer, Skilehrer und Freeride-Athleten. Andreas König gibt ihnen am Vortag die letzten Informationen und Anweisungen. Dann denke ich, können wir morgen pünktlich starten. 8:30 geht's los. Der Startschuss für eine Woche Skitesten ist gefallen. In dieser Zeit werden vom Skitest-Team im Akkord Skier gewachst, eingestellt und natürlich getestet. Die Teststrecke ist 2 Kilometer lang. Bei jeder Abfahrt werden verschiedene Aspekte des Skis unter die Lupe genommen. Ein Kriterium ist zum Beispiel die Beweglichkeit. Das heißt, wir senden nur sehr, sehr wenige Signale an den Ski und schauen, inwieweit der Ski Selbststeuerkräfte entwickelt. Ein weiteres Kriterium ist das Steuerverhalten. Das heißt, wir schauen uns an, inwieweit der Ski am Ende der Kurve unsere Aktionen aufnimmt, inwieweit wir die eingebaute Kurve in den Ski bewusst verkleinern können, indem wir Druck auf die Schaufel geben. Ein weiteres Kriterium ist der Kantengriff. Hier machen wir einen Stoppschwung, um zu sehen, wie gut ist der Ski auf einen Punkt anhaltbar und wie gut verteilt sich der Kantengriff über die gesamte Länge vom Ski. Dann geht es darum zu sehen, wie gut bringe ich den Ski auf die Kante drauf, wie gut bringe ich wieder von der Kante runter, um das Verhalten zwischen den einzelnen Kurven zu bewerten. Und dann natürlich fordern wir den Ski etwas. Wir fahren kurze Radien, auch sehr sportlich. Wir fahren lange Radien, auch sehr sportlich, um zu sehen, ob der Ski auch das hält, was er uns oben versprochen hat im ersten Teil. Und natürlich fahren wir auch ein Stückchen Schuss, um zu sehen, wie satt liegt der Ski, um die Laufruhe bewerten zu können. Noch während der Fahrt nach oben notieren die Tester ihre Eindrücke vom gerade gefahrenen Ski. Oben angekommen wird alles in einem Fragebogen erfasst und anschließend von einem Mitarbeiter der Sporthochschule Köln ausgewertet.
Diese Ergebnisse werden dem Team am Abend jedes Testtages vorgestellt und miteinander diskutiert. Ja, ich denke, was bei dem heraussticht, ist, dass er wirklich halt ein sehr, sehr breites Segment abdeckt. Man konnte ihn super driften, also für einen Einsteiger auch gar nicht so schlecht. Insgesamt ein bisschen schwerfällig. Einige Leute mögen das, viel Kraft zu investieren. Da sieht man ja wirklich, dass der mehr als anstrengend war, die Ski. Ja, genau das, was der Helge gerade sagt. Nächsten. Also Rutschen, Driften war einfach fast nicht möglich. Ja, er ist halt sportlich fahrbar. Also wir haben halt sportliche drin gehabt, die nur sportlich sind. Ja, das stimmt. Am Ende der Woche stehen die Ergebnisse der Profitester fest. Aber Profis haben ja eventuell ein anderes Empfinden als der Endverbraucher. Um das zu überprüfen, sind sie zuständig. 18 Leser des DSV Aktiv Ski- und Sportmagazins testen in der zweiten Woche genauso wie die Profitester zuvor. Beworben haben sich mehr als 3000. Per Losverfahren wurden diese Repräsentanten der Endverbraucher ausgewählt. Das hat mich schon immer interessiert, die Ski unmittelbar vergleichen zu können. Und das hat sich natürlich gut angehört die Woche hier in Obergurgl. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Und dann war ich sehr, sehr überrascht, als ich das Los mich gezogen hatte. Aus dem Vergleich zwischen den Profitestern und den Endverbrauchern resultieren dann die Endergebnisse des DSV-Skitests. Wenn man den Test reflektiert, viele interessante Eindrücke, viele neue Modelle, aber gar nicht so viele Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern. Das Netz ist engermaschig geworden, die Ski rücken näher zusammen und den richtig schlechten Ski gibt es eigentlich gar nicht mehr. Veröffentlicht werden diese Ergebnisse dann immer im DSV Aktiv Ski- und Sportmagazin unter www.ski-online.de. Daneben aber auch in vielen Tageszeitungen, die Teile davon übernehmen während des Winters und mittlerweile durchaus auch europaweit. Tschechien ist dabei, Holland war dabei, Italien ist ab und zu dabei. Also es wird immer mal wieder auch international genutzt. Und wenn dann die Saison startet und die Wintersportler mit dem für sie perfekten Ski die Pisten erobern, beginnen für Andreas König und sein Team bereits die Vorbereitungen für den nächsten Test.